Du möchtest dein Ugreen-NAS auch nutzen, wenn du nicht zu Hause bist, dann benötigst du einen externen Zugang auf dein NAS, zum Beispiel über das Internet. In diesem Video zeige ich dir, welche Möglichkeiten das UGOS, also das Ugreen-Betriebssystem für dein NAS, zum Beispiel über DDNS-Anbieter oder aber auch über die eigene Domain anbietet, um dir entsprechenden Zugang zu ermöglichen. Genau deine Fragestellung, genau dein Thema, dann bleib dran nach dem Intro, da machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik und damit willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, starten wir also mit dem Thema externer Zugriff aus dem Internet auf euer Ugreen NAS-System. Da aller Anfang etwas schwer ist, fangen wir mit ein wenig Theorie an, bevor wir uns dann der Praxis widmen. Dazu möchte ich aber gleich am Anfang noch einen wichtigen Hinweis bezüglich Sicherheit geben. Ja, kommen wir zu den essentiellen Sicherheitseinstellungen, die natürlich bei jedem Zugriff auf irgendwelches Equipment bei euch zu Hause aus dem Internet natürlich beachtet werden sollen. Das heißt natürlich zum einen, bitte sichert eure Konten, die ihr dann oder über die ihr entsprechend zugreift, über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ab. Stellt entsprechend den Kontoschutz auf dem Netz, auf dem NAS, nicht auf dem Netz ein, auf dem NAS ein. Schaltet die Firewall ein und gebt nur die Sachen frei, die ihr wirklich auch von extern benötigt. Heißt einmal die Firewall auf dem NAS vielleicht und vielleicht zusätzlich auch noch eine Firewall bei euch im Gateway oder Router, je nachdem, was ihr habt. Dazu gehört weiterhin im NAS das ganze Thema automatische Blockierung und natürlich auch den DOS-Schutz, also Denial of Service-Schutz, entsprechend zu aktivieren. Ja, also das sind grundlegende Sachen. Bitte denkt darüber nach. Das ist jetzt hier nur beispielhaft, aber wie gesagt, es geht relativ schnell und dann hat man sich was eingefangen und hinterher ist der Schaden groß. Muss alles nicht sein. Ja, grundsätzlich kann man sich natürlich verschiedene Zugriffsmöglichkeiten überlegen und hier gibt es zu erwähnen, dass man den Zugriff aus dem Internet zum Beispiel mittels dynamischer DNS-Dienste oder aber auch einer eigenen Domäne entsprechend erhalten kann oder aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das über das eigene VPN, also ein Virtual Private Network entsprechend zu erzeugen. Hierzu ist zu sagen, dass so der rein private Zugriff mittels VPN eine sehr gute Lösung darstellt. Allerdings, sofern auch externe Personen aus dem Freundeskreis oder aber im geschäftlichen Umfeld Zugriffe erfolgen sollen oder müssen, dann ist das Thema VPN natürlich keine wirklich gute Lösung. Ja, kommen wir zu den Voraussetzungen, um das Ugreen NAS überhaupt aus dem Internet erreichbar zu machen. Und da gibt Ugreen also mehrere Möglichkeiten vor, die wir uns gleich nochmal im Detail oder auch im Einzelnen besprechen werden und natürlich auch praktisch einrichten werden. Hierzu von mir ein kurzer Disclaimer. Also ich habe Glasfaseranschluss hier oder ich habe einen Glasfaseranschluss hier und daher keine öffentlich sichtbare IPv4-Adresse oder zumindest keine, über die ich Zugriffe machen kann. Das heißt, ich muss diesen gesamten Exkurs hier auf Basis einer IPv6-Anbindung machen. Das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein klein wenig unterschiedlich, aber grundsätzlich unterscheidet sich das eigentlich nicht, ob ich IPv4 oder IPv6 habe. So, dann sind wir jetzt hier auf meiner Ugreen, auf meinem Ugreen NAS und wir fangen einfach an, gehen in die Systemsteuerung, hier auf Geräteverbindung und dann auf Remote-Zugriff und hier sehen wir die beiden Modi, die wir anwenden können und wir fangen mit dem Modus 1 an, nämlich dem Ugreen Link als Remote-Zugriff. So, dazu gibt es hier auch noch so eine Hilfedatei, die kann man aufmachen und so weiter und so fort. Also wir haken das jetzt an. Und jetzt kommt hier die Aufforderung, dass wir entsprechend ein Cloud-Konto benötigen. So, das gucken wir uns gleich an. Heißt also, hier werden jetzt die Zugangsdaten zu dem Cloud-Konto entsprechend benötigt. Und jetzt schauen wir mal, wie ein solches Cloud-Konto entsprechend aussieht. So, und da sehen wir nämlich, was wir dort am Ende des Tages haben. Lasst euch jetzt nicht von diesem ominösen User, der sich dann ergibt hier, wenn ihr euch da anmeldet. Also ihr müsst definitiv über die Adresse web.ugnes.com
müsst ihr euch bitte ein Cloud-Konto anlegen. Ohne dieses Cloud-Konto geht es nicht, weil der gesamte Datenverkehr über den Ugreen-Server dann entsprechend läuft. So, das heißt, ihr müsst euch hier ein Konto bitte anlegen. Das heißt, ihr habt eine E-Mail-Adresse, einen Zugangsnamen, ihr vergebt ein Passwort und kommt dann eigentlich hier, wie gesagt, in diese Maske. Da wird für euch ein entsprechender User angelegt und so weiter und so fort. So, und hier könnt ihr dann nachher, später, seht ihr dann auch hier euer Ugreen NES. Das erfolgt dann aber im nächsten Schritt, weil zuerst müssen wir natürlich jetzt erstmal das Cloud-Konto und euer NES natürlich erstmal miteinander bekannt machen. Dafür müssen wir zurück auf unser NES. Und da gehen wir jetzt hier hin. Und da ich ja mein Passwort hier schon habe, gebe ich das jetzt einfach mal ein. Zack. Dann muss ich hier noch anhaken. Ich stimme der Nutzungsvereinbarung zu und sage jetzt validieren. So, das heißt also, in dem Moment bin ich validiert. Das heißt also, ich bin bekannt oder beziehungsweise das Ugreen NES ist bekannt. Und jetzt könnt ihr im Zweifelsfall zurückgehen auf euer Cloud-Konto und könnt dann sagen, da gibt es ja einen Bildschirm, den habe ich jetzt natürlich nicht mehr, finde mein NES oder irgendwie so heißt der. So, und wenn ihr das aufbaut, dann findet der hier auch genau euer NES, weil ihr seid ja jetzt schon quasi miteinander verbunden. So, gehen wir zurück zum NES selber. Heißt also, das nächste, was jetzt hier passieren muss, ist, dass ihr eine Ugreen Link ID entsprechend erzeugt. Da könnt ihr euch einen wie auch immer gearteten Namen aussuchen. Dieser Name ist dann nachher Bestandteil eures Links, mit dem ihr von eurem Mobiltelefon auf das NES entsprechend zugreifen könnt. Ich habe das jetzt einfach mal hier benannt, habe mir da einen Namen für ausgesucht. Ich gehe jetzt hier auf Übernehmen. Und jetzt wird das abgeglichen. So, und jetzt gibt es einen Webpage-Link, einen HTTPS-Link, nämlich ug.link/hut-dxp 4800. Und der Client ist hut-dxp 4800. Das sind die Sachen, die habe ich für mich jetzt hier vorgegeben. So, heißt also, in dem Moment habt ihr jetzt schon die Möglichkeit, über euer Mobiltelefon entsprechend zuzugreifen. So, und genau das schauen wir uns jetzt nämlich einfach mal an. So, und jetzt bin ich hier auf meinem Mobilphone oder auf meinem Mobiltelefon, bin in der Ugreen App und bin hier in der Kontoanmeldung und möchte mich natürlich jetzt entsprechend mit meinem NES verbinden. Und jetzt muss ich hier natürlich entsprechend die Adresse eingeben, die wir gerade hier gesehen haben, nämlich http, nicht ss, sondern so, dann haben wir Doppelpunkt, Backslash, dann haben wir, was haben wir gesagt, ug.link.hut, jetzt das Minus DXP 4800. So, damit bin ich hier erstmal soweit durch. Jetzt muss ich noch das Passwort eingeben. So, jetzt kann ich hier auf Anmelden gehen. Fehler bei der Geräteverbindung. Ja, herzlichen Glückwunsch. https uglink. Ne, ist ja auch verkehrt. So, machen wir es richtig. Backslash, gut. So. Und da sehen wir, Gerät wird angemeldet. Ne? So, nein, danke, brauche ich nicht. Erledigende Aufgaben. Also, ich bin jetzt hier ganz normal über Mobilfunk mit dem NES entsprechend verbunden und kann jetzt hier ganz normal auch arbeiten. Ja, das war dann quasi die Einrichtung, eigentlich ja kurz und schmerzlos, des Modus 1, heißt also über Ugreen Link. Wie ihr seht, das hat einen ganz klaren Vorteil, es ist ziemlich simpel. Also bis auf dieses Cloud-Konto bei Ugreen müsst ihr da eigentlich nicht wirklich viel tun. Der Nachteil ist natürlich die gesamte der gesamte Datenverkehr, den ihr natürlich jetzt hier zwischen eurem Mobiltelefon und eurem NES hier zu Hause macht, das läuft alles über irgendeinen Ugreen-Server irgendwo in China oder wo auch immer auf der Welt. Heißt also, da weiß man nicht, was in der Mitte irgendwo passiert. Wie gesagt, es läuft über einen Server des Herstellers, hat auch so sein
Geschmack in Anführungszeichen. So, wer das nicht möchte, der ist mit dem Modus natürlich jetzt nicht unbedingt gut bedient. So, kommen wir nun zum Modus 2, nämlich der DDNS-Unterstützung. Den wählen wir jetzt hier einfach mal an. Und ich habe jetzt hier schon mal ein DDNS entsprechend ausgewählt. Ich sage jetzt einfach mal hier, ich gehe hier auf Hinzufügen, oder wenn ihr einen neuen DDNS-Anbieter, also Dynamic DNS-Anbieter, euch aussucht, und hier gibt es jetzt eine Auswahl derer, die unterstützt werden. Ich habe mir jetzt einfach mal für dieses Beispielthema hier DuckDNS ausgesucht. Und DuckDNS können wir uns mal angucken, was wir denn da machen müssen, bevor es hier dann eigentlich auf eurem NAS entsprechend weitergeht. So, und bei DuckDNS, da muss man sich natürlich einmal anmelden, da muss man sich registrieren. Das heißt, ihr erzeugt euch dort einen kostenlosen Account, also DuckDNS ist da kostenlos, und da wird ein entsprechender Account-Type und da wird ein Token entsprechend installiert oder beziehungsweise für euch erzeugt. Und das könnt ihr dann entsprechend benutzen. So, dann müsst ihr noch eine Domain entsprechend anlegen, beziehungsweise eine Subdomain, die bei DuckDNS dann entsprechend registriert ist. Und da habe ich jetzt einfach Haus und Technik gewählt, ne, weil es halt hier für das Video ist. Dann wird die IPv4-Adresse, sofern ihr eine öffentliche habt, die wird automatisch ermittelt. Die wird hier dann angezeigt. Solltet ihr euch, wie ich das habe, über IPv6 entsprechend anmelden wollen, dann müsst ihr hier bitte die IPv6-Adresse eures NAS eintragen. Das heißt, damit das alles funktioniert, bitte daran denken, Firewall-Einstellungen müssen angepasst werden, eine Portweiterleitung muss gemacht werden, weil über extern muss, genauso wie intern auch, ist eure Oberfläche nur über den Port 9999 erreichbar. Das heißt, ist der Port nicht freigeschaltet, kommt er natürlich auch nicht aufs NAS drauf. Dementsprechend müsst ihr das alles machen. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ihr euch diese Subdomain jetzt hier bei DuckDNS entsprechend eingerichtet habt, dann gehen wir wieder zurück hier auf unser NAS und wie gesagt, wählen dann hier DuckDNS aus. Ja, ich darf den nur einmal anmelden, also zeige ich euch, wie das bei mir aussieht. Dann machen wir dieses Bildchen. So, und da sehen wir jetzt also, da findet sich oben die entsprechend registrierte DDNS, ne, die wir gerade hier auf der DuckDNS-Seite gesehen haben, hausundtechnik@duckdns.org. Dann gibt es natürlich einen entsprechenden Access-Key, oder beziehungsweise die Access Key ID, das ist dann quasi euer Benutzername, und dann gibt es diesen Access Key Schlüssel, das ist dann der Token, der da für euch generiert wurde. So, und wenn man jetzt dann sagt, okay, IPv4 automatisch und die IPv6-Adresse, die habe ich jetzt hier entsprechend ausgewählt, dann kann ich jetzt hier quasi auf Übernehmen gehen und würde dann am Ende des Tages daraus kommen, wo wir hier auf unserem NAS dann auch real sind. Das heißt also, hier sehen wir, hier unten habe ich den DDNS-Anbieter schon drin, DuckDNS, bla bla, hast du nicht gesehen, ne? Mit allem drum und dran. Und hier hinten steht der Status, nämlich normal. Das heißt, das NAS hat sich schon mit dem DuckDNS einmal kurz geschlossen und hat gesagt, jo, ich kenne dich, du kennst mich, alles ist gut, wir finden uns wieder. So, und genau das können wir uns natürlich jetzt auch auf dem Smartphone anschauen. So, und dafür sind wir natürlich jetzt wieder in unserer Kontoanmeldung. Und jetzt sage ich habe ja hier ein anderes Konto, und zwar möchte ich jetzt das DuckDNS-Konto haben. Ne? Und wie wir sehen, ist das die entsprechende URL, ne? hausundtechnik.duckdns.org und der entsprechende Port mit der 9999. So, hier kann ich jetzt wieder mein Passwort eingeben und sage anmelden. Nein, ich möchte nicht speichern. Die Aufgaben möchte ich auch nicht erledigen. Heißt, ich bin jetzt wieder angemeldet auf meinem NAS. Und zwar diesmal über die DDNS von DuckDNS und nicht mehr über den Ugreen-Link, weil den habe ich ja schon wieder deaktiviert. Ne? Darüber kam ich jetzt hier nicht mehr rein. Also von daher, auch das hat funktioniert. Ja, und wer beides nicht möchte, also weder sich über den Ugreen-Link noch über einen dynamischen DDNS-Dienst hier entsprechend zu verbinden, weil er vielleicht die Möglichkeit hat, dass er eine statische IP
IPv4 oder IPv6 hat, der kann natürlich auch über eine eigene Domain auf das NAS entsprechend von extern zugreifen. Und das schauen wir uns jetzt eben noch mal kurz an. Also wir gehen hier DDNS-Unterstützung. Wollen wir nicht, sonst müssen wir am NAS eigentlich erstmal überhaupt nichts weiter tun. Das, was jetzt wichtig wird, ist, dass ihr entsprechend eure IP-Adresse, und da kommt es nicht drauf an, ob es eine IPv4 oder eine IPv6-Adresse ist, entsprechend bei eurem Domain-Anbieter dann als Zugang oder als URL hinterlegt, als Domain hinterlegt. Und zwar müsst ihr da entweder einen A-Record für IPv4 oder einen viermal A, einfacher, einen entsprechenden Record anlegen. Für IPv6, wie gesagt, ist das ein 4A. Ich habe das jetzt hier gemacht. Ne? Bei mir heißt der DXP 4800-demo.hausundtechnik.eu. Habe ich jetzt einfach hier für Demo-Zwecke angelegt. Den kann ich hinterher wieder löschen. Ist überhaupt gar kein Problem. So, und wenn wir den jetzt nutzen wollen, dann, und wir schalten jetzt einfach mal wieder zurück hier auf unser NAS, wenn wir den jetzt nutzen wollen, über unser Mobilfunk. So, und bei dem Telefon sind wir jetzt noch angemeldet. Das heißt, wir melden uns jetzt einfach hier einmal komplett ab und sagen, wir sind jetzt nicht mehr DuckDuckDNS, sondern ich habe jetzt hier schon entsprechend die URL für den Demo-Haus-und-Technik.eu, auch hier wieder 9999. Und als Passwort geben wir das ein, was wir bislang auch hatten. Und auch da sind wir angemeldet. Heißt also, auch hier kann ich ganz bequem über die eigene Domain entsprechend auf das NAS hier zugreifen. Ja, so, jetzt habe ich euch 3 Möglichkeiten gezeigt, mit denen ihr über das Internet auf euer Ugreen NAS entsprechend zugreifen könnt. Einmal den Zugriff über die Ugreen Cloud selber, einen Zugriff über externe DNS-Anbieter oder aber den Zugriff über eure eigene Domain. Was ihr davon auswählt und ob ihr doch vielleicht eher auf ein VPN-Netzwerk zugreift, das müsst ihr anhand eurer Bedürfnisse und natürlich auch eures Umfeldes entsprechend entscheiden. Wichtig ist natürlich dabei auch, und das hatte ich zu Anfang schon gesagt, bitte denkt bei allem, was ihr beim externen Zugriff entsprechend tut, immer zuerst an eure Daten- bzw. Netzwerksicherheit. Und damit bin ich auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein klein wenig geholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen rauf da lasst. Abonnieren ist natürlich immer kostenlos. Die Glocke, wenn ihr die Glocke drückt, dann erfahrt ihr auch immer, wenn ich hier etwas Neues mache. Ansonsten, wenn ihr Kommentare habt, Fragen oder Anregungen, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles entsprechend relativ zeitnah zu beantworten. Und ansonsten bleibt mir nur noch über. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.